Wenn Kommissar Markus Hartmann an jenem Novembertag nicht links abgebogen wäre, hätte er den Hund nie gesehen. Und wenn er den Hund nicht gesehen hätte, wären vielleicht 23 Kinder immer noch in der Dunkelheit eingesperrt gewesen. Es war einer dieser kalten Novembernachmittage in Eichenhausen, Bayern, als das Tageslicht früh aufzugeben schien. Die Straßen waren ruhig, die Bäume kahl und der Geruch von Holzrauch hing in der Luft. Markus war seit fast 15 Jahren bei der Polizei, die Art von Beamten, der sich nicht leicht erschrecken ließ und nicht voreilig Schlüsse zog. Aber an diesem Tag kroch ihm etwas unter die Haut, noch bevor er wusste warum. Er wartete an einem Stoppschild, als er ihn entdeckte. Einen großen deutschen Schäferhund mit zobelfarbenem Fell, das im Wind wehte. Er saß auf dem Bordstein gegenüber einem alten, verwitterten, zweistöckigen Haus. Der Ort sah aus, als wäre er seit den 70er Jahren verlassen. Fenster voller Schmutz, sich kräuselnde Schindeln auf dem Dach, Verandageländer hingen wie müde Schultern herab. Aber der Hund lungerte nicht einfach herum, er starrte. Rex, so würde Markus ihn später nennen, saß mit seinem Körper völlig still da, Ohren nach vorne gerichtet, bernsteinfarbene Augen auf die Haustür gerichtet, als würde er darauf warten, dass sie sich öffnet. Kein Schnüffeln in der Luft, kein Zucken der Ablenkung, nur dieser unerschütterliche Blick. Markus ließ das Fenster herunter. »Hey, Kumpel«, rief er leise. Der Schäferhund blinzelte nicht einmal. Die Ampel wurde grün und Markus fuhr weiter. Sagte sich, dass es nichts war, gehörte wahrscheinlich jemandem in der Nähe, hütete vielleicht einen Eichhörnchenvorrat oder hielt einfach Wache. Aber 3 Blocks später hatte das Bild von der Haltung des Hundes immer noch seine Krallen in seinem Kopf. Er kannte Arbeitshunde, er war schon mit K9-Einheiten zusammen gewesen und das war keine zufällige Haltung. Das war Konzentration. Wenn euch solche wahren Geschichten von Mut, Loyalität und unerwarteten Helden gefallen, dann seid ihr hier genau richtig. Auf diesem Kanal erzähle ich regelmäßig bewegende Geschichten, die das Beste im Menschen zeigen. Und manchmal auch in unseren vierbeinigen Freunden. Rex' Geschichte ist nur eine von vielen, die beweisen, dass Hoffnung und Menschlichkeit auch in den dunkelsten Momenten siegen können. Wenn ihr mehr solcher Geschichten hören möchtet, die euch inspirieren und an das Gute in der Welt erinnern, dann abonniert gerne den Kanal. Klingelt auch die Glocke, damit ihr keine neuen Geschichten verpasst, denn jede Woche gibt es hier neue wahre Begebenheiten von Menschen und Tieren, die gegen alle Widerstände das Richtige getan haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Geschichte hat euch am meisten bewegt? Kennt ihr selbst ähnliche Beispiele von Zivilcourage oder tierischen Helden? Bis zum nächsten Mal und denkt daran, manchmal sind die größten Helden die, die einfach nicht aufgeben, auch wenn niemand hinschaut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Am nächsten Tag nahm er absichtlich dieselbe Route und da war Rex wieder. Derselbe Platz, dieselbe Haltung, Augen auf das alte Haus geheftet. Markus hielt diesmal an, stieg aus in den beißenden Wind. »Wo ist denn Besitzer, Kumpel?« fragte er und suchte die Straße ab. Keine Leine, kein Halsband, niemand in Sicht. Rex' Kopf drehte sich leicht bei Markus' Stimme, Anerkennung, aber dann schnappte sein Blick sofort zurück zum Haus. Markus ging ein paar Schritte näher und Rex spannte sich an, nicht vor Angst, sondern als Warnung, wie »vermassle das nicht«. Für einen Moment hatte Markus das seltsame Gefühl, der Hund wisse etwas, was er nicht wusste. 2 weitere Tage vergingen. Am 3. ertappte sich Markus dabei, wie er auf die Uhr schaute, seine Patrouille so plante, dass er an der Ecke vorbeifahren konnte. Sicher genug, Rex war da, regungslos wie eine Statue. Das Haus ragte hinter ihm auf, abblätternde Farbe wie sonnenverbrannte Haut, Hof erstickt von Unkraut, ein Fensterladen hing kaum noch. Etwas an der Szene nagte an Markus. Er hatte über die Jahre Gerüchte über den Ort gehört, Kinder, die sich gegenseitig herausforderten, dort zu übernachten, Gerüchte über Hausbesitzer oder seltsame Geräusche, aber jedes Mal, wenn eine Einheit nachgeschaut hatte, war sie leer ausgegangen. Dennoch war hier ein Hund, der sich weigerte, wegzuschauen. Am 4. Tag wendete sich das Wetter. Kalter Regen fegte durch die Straßen, stach seitlich unter einem blauen Himmel. Markus dachte, Rex würde nicht draußen sein.
Aber als er vorbeifuhr, seine Scheibenwischer zerschlugen die Sicht in Fragmente, da war er, durchnässt, zitternd, aber an derselben Stelle verwurzelt. Das reicht. Markus parkte gegenüber, Motor laufend und trat in den Regen. »Du wirst hier draußen erfrieren, Junge«, murmelte er und hockte sich hin. Rex' Augen trafen seine, und zum ersten Mal gab der Hund ein leises, tiefes Winseln von sich. Dann schaute er zurück zum Haus. Markus folgte dem Blick wieder. Die Veranda sackte unter dem Gewicht der Jahre zusammen, die Farbe war längst verschwunden und die Fliegengittertür hing schief. Keine Bewegung, kein Laut, aber die Haare in Markus' Nacken stellten sich auf. An diesem Abend brachte Markus es im Polizeirevier zur Sprache. Ein paar Beamte machten Witze über den Spukhausköter, aber Hauptkommissar Weber lehnte sich in seinem Stuhl zurück und runzelte die Stirn. Das Anwesen ist seit Jahrzehnten ein Geist. Das Bauamt ist hinter ihm her, aber der Besitzer ist verschollen. Denkst du, da ist etwas drin? Ich denke, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist nicht nichts, sagte Markus. Weber zuckte mit den Schultern. Du willst graben? Beantrage einen Durchsuchungsbefehl. Du kennst das Verfahren. Markus kannte das Verfahren, aber er wusste auch, dass Durchsuchungsbefehle für verlassene Häuser ohne klaren begründeten Verdacht Zeit brauchten. Und Zeit war kein Luxus, falls dort etwas vor sich ging. 2 Morgen später erwachte Eichenhausen zu einem spröden Frost, der jeden Ast in Glas verwandelte. Markus fuhr wieder am Haus vorbei. Diesmal war Rex nicht am Bordstein. Er war am rostigen Tor, Vorderpfoten aufgestellt, Schwanz steif, ein tiefes Knurren rumorte in seiner Brust. Markus stieg langsam aus dem Streifenwagen. »Was ist los, Junge?« Rex bellte einmal, scharf, dringlich. Dann trottete er den rissigen Weg zur Veranda hinauf. Er blieb an der Haustür stehen und kratzte daran. Krallen klickten gegen das verrottete Holz. Nicht das unruhige Kratzen eines gelangweilten Hundes. Das war absichtlich. Markus blickte die leere Straße entlang. »Du versuchst mir wirklich etwas zu sagen, was?« »Ich dachte, ich habe schon Tiere gesehen, die Menschen zu Dingen führten, die niemand sonst finden konnte. Deshalb liebe ich es, solche Geschichten zu hören. Wenn du die Art von Person bist, die glaubt, dass Tiere auf ihre eigene Weise Helden sind, bleib dran.« Zurück im Streifenwagen tippte Markus eine schnelle Nachricht an Weber. Brauche Durchsuchungsbefehl für Eichenstraße 119, möglicher K9-Alarm. Er drückte Senden, bevor er sich davon abbringen konnte. Während er wartete, grub er selbst etwas. Kreisaufzeichnungen, alte Nachrichtenarchive. Die Steuerrechnung des Anwesens war seit Jahren unbezahlt. Letzter eingetragener Besitzer, eine Briefkastenfirma in einem anderen Bundesland. Das allein war verdächtig. Dennoch sorgte Rex dafür, dass er zusah. Jeden Tag, bei Regen oder Sonnenschein, hielt der Hund seine Wache. Eine Nacht auf dem Heimweg verlangsamte Markus, als er sich der Eichenstraße näherte. Seine Scheinwerfer wuschen über die hängende Veranda des Hauses. In diesem Moment dachte er, nein, er war sich sicher. Er sah eine Bewegung hinter einem Fenster im Obergeschoss. Nur ein Flackern, ein Schatten, der sich bewegte, dann nichts. Er bremste, ließ das Fenster herunter. Die Straße war still bis auf das Ticken des Motors. Dann, aus den Schatten nahe dem Tor, reflektierten 2 bernsteinfarbene Augen die Scheinwerfer. Rex trat ins Licht, durchnässt vom Nebel und bellte einmal. Es war die Art von Bellen, die keinen Raum für Diskussionen lässt. Der Durchsuchungsbefehl kam 3 Tage später durch. Als Markus an diesem Morgen vor dem Haus parkte, waren bereits 2 Streifenwagen da. Er stieg aus und fand Rex am Tor wartend, Schwanz leicht wedelnd, als würde er sagen, wurde auch Zeit. »Mal sehen, was du beobachtet hast, Partner«, murmelte Markus. Das Schloss an der Haustür war schwach und gab mit einer Drehung des Brecheisens nach. Die Luft, die heraussickerte, war abgestanden und kalt, mit einem schwachen Unterton von etwas Falschem. Der Boden knarrte unter ihren Stiefeln, als sie hineintraten. Das Wohnzimmer war kahl. Keine Möbel, keine persönlichen Gegenstände, nur abblätternde Tapetier und der schwache Geruch von Schimmel. »Sauber«, rief Beamtin Müller aus der Küche. Aber Rex interessierte sich nicht für die Küche. Er war bereits in den Flur geschlüpft, Nase tief zum Boden, Schwanz steif. Er blieb vor dem stehen, was wie eine Schranktür aussah, dann kratzte er daran. Markus probierte den Knauf, verschlossen. »Hol mir das Brecheisen«, sagte er über die Schulter. Müller brachte es und mit einem Grunzen zwang Markus die Tür auf. Anstelle von Regalen verschwand eine Reihe schmaler Holztreppen in der Schwärze. Die Luft von unten war kälter, schwerer. Rex trat vorwärts, Kopf gesenkt, schnüffelnd in die Leere, dann stieg er ohne Zögern hinab.
Markus klickte seine Taschenlampe an und folgte. Der Lichtstrahl fegte über feuchte Betonwände. Der Keller war größer, als er erwartet hatte, die Decke niedrig genug, dass er sich ducken musste. Rex patschte heraus, seine Krallen klickten auf dem Boden. Auf halbem Weg blieb er vor einer anderen Tür stehen, diesmal Metall, von außen verriegelt. Sein Schwanz war starr, seine Ohren nach vorne, sein Körper vibrierte vor Konzentration. Markus' Magen verkrampfte sich. Was zum Teufel ist das? Müller holte auf, leuchtete mit ihrer eigenen Lampe. Das ist nicht nach Bauordnung legal. Nichts davon ist es. Markus legte eine Hand auf den Riegel. Er war steif, gab aber unter Kraftanwendung nach. Die Tür knarrte auf. Das Geräusch hallte in der kalten Dunkelheit wider. Drinnen erreichte der Lichtstrahl kaum die hintere Wand. Etwas bewegte sich in den Schatten. Markus trat einen Schritt vor und erstarrte. Markus' Taschenlampe schnitt eine dünne Klinge Licht durch die kalte, abgestandene Luft. Sein Atem kam in sichtbaren Schwaden heraus. In dem Moment, als die Metalltür aufschwang, schien die Temperatur weitere 10 Grad zu fallen. Rex stand in der Türöffnung, Muskeln angespannt, Kopf gesenkt. Er bellte diesmal nicht, wartete nur. Seine bernsteinfarbenen Augen flackerten von Markus zur Dunkelheit dahinter. »Was ist es, Junge?« flüsterte Markus. Der Lichtstrahl fegte langsam über den Raum. Der Raum dahinter war nicht klein, vielleicht 6 Meter breit, aber er war fast leer. Staub trieb im Licht und irgendwo in der Ferne tropfte Wasser stetig. Müller trat hinter ihm herein und murmelte, gruselig wie die Hölle. Sie gingen ein paar Schritte hinein. Der Boden war Beton, an Stellen gerissen. Rostige Rohre schlängelten sich entlang der Wände. Es gab einen schwachen Geruch, Schimmel, abgestandene Luft und etwas, das Markus nicht ganz einordnen konnte. Rex bewegte sich zur hinteren Wand, seine Krallen klickten gegen den Boden. Er blieb an einem Abschnitt stehen, wo der Beton etwas anders aussah, dunkler, rauer. Er schnüffelte entlang der Naht, dann kratzte einmal. Markus runzelte die Stirn. »Müller, leuchte hierhin.« Der Strahl offenbarte, was Markus bereits vermutet hatte, eine zweite Tür. Diesmal war es nicht Metall. Es sah aus wie dickes, verwittertes Holz, verstärkt mit horizontalen Stahlstangen. Es war auch verschlossen. Markus kniete nieder und fuhr mit den Fingern über die Oberfläche. Da waren Kratzer im Holz. Einige oberflächlich, einige tief. Keine zufälligen Kerben. Das waren Muster. Linien, die aussahen, als hätte jemand etwas Scharfes wieder und wieder über dieselben Stellen gezogen. Müller bewegte sich unruhig. »Denkst du, was ich denke?« »Ja«, sagte Markus, »aber ich hoffe, wir liegen falsch.« Das Schloss war nicht neu. Es war ein schweres, altmodisches Vorhängeschloss, die Art, die man nicht so sehr knackte, sondern eher zerbrach. Müller reichte das Brecheisen herüber und Markus drückte es unter den Bügel. Es stöhnte, widerstand, dann brach es mit einem metallischen Schrei, der durch den Keller hallte. Er schaute Rex an. Bereit? Rex setzte sich auf seine Hinterläufe, Schwanz steif, Augen auf die Tür fixiert. Als die Tür aufschwang, traf sie zuerst der Geruch. Er war stärker jetzt. Schimmel, feuchtes Holz und eine andere Schicht darunter, die die Haare an Markus' Armen sich aufrichten ließ. Er trat langsam hinein und fegte mit seiner Taschenlampe von links nach rechts. Der Strahl fing raue Steinwände ein, eine niedrige Decke, die von Holzbalken gestützt wurde, und einen Korridor, der sich tiefer erstreckte, als er erwartet hatte. Das Geräusch von tropfendem Wasser irgendwo hallte unnatürlich wider, als wäre der Raum größer, als er aussah. Rex bewegte sich voraus, seine Nase arbeitete fieberhaft. Er blieb an einer Ecke stehen und schaute zurück zu Markus. Sie folgten ihm in einen schmalen Flur. Die Wände hier waren anders, mit Sperrholz ausgekleidet, als hätte jemand versucht zu verbergen, was dahinter war. Am Ende des Flurs war eine weitere Tür. Diesmal helleres Holz mit einem schwachen Riegel. Markus zögerte, eine Hand am Griff. Müller schaute ihn an. »Wir rufen mehr Einheiten.« Markus schüttelte den Kopf. »Lass uns erst sehen, was wir haben.
Wenn es nichts ist, will ich nicht, dass das ganze Revier über uns lacht, weil wir Gespenster nachjagen. Rex gab ein kurzes, scharfes Bellen von sich. Markus nahm das als seine Antwort. Der Riegel gab leicht nach. Die Tür öffnete sich nach innen mit einem langen, tiefen Knarren. Seine Taschenlampe enthüllte einen kleinen Raum, höchstens 3 mal 4 Meter, leer bis auf ein paar zerbrochene Stühle und eine rostige Metallpritsche gegen die Wand. Die Matratze war weg, aber es lag eine dünne Staubschicht über allem. Außer einem Stuhl, der einen schwach polierten Sitz hatte, als hätte jemand kürzlich darauf gesessen. Müller trat näher. Das Staubmuster? Da war jemand hier unten. Markus suchte die Ecken ab. Keine Fußabdrücke. Sie wären auf dem staubigen Beton offensichtlich gewesen, was bedeutete, dass entweder jemand sehr vorsichtig gewesen war oder der Staub sich lange nach der Nutzung des Raumes gelegt hatte. Rex schnüffelte an der Pritsche, dann patschte er zur hinteren Wand und begann am Boden entlang zu schnüffeln. Markus folgte und ließ sein Licht über die Fußleisten gleiten. Da sah er es. Eine dünne Linie, die in den Staub geschnitten war, sich zur Wand hinkrümmte, als wäre etwas Schweres gezogen und dagegen gelehnt worden. Er hockte sich hin und drückte leicht gegen die Wand. Sie gab gerade genug nach, um ihm zu sagen, dass sie nicht fest war. »Das ist keine Fundamentwand«, sagte er. »Was ist es dann?« fragte Müller. Markus richtete sich auf, das Unbehagen in seinem Bauch vertiefte sich. Etwas, das jemand gebaut hat, um etwas anderes zu verstecken. Sie verbrachten die nächsten 15 Minuten damit, jeden Zentimeter des Kellers zu überprüfen. Das meiste schien wie standardvernachlässigte Lagerung, rostige Regale, zerbrochene Werkzeuge, rissige Farbdosen. Aber der Grundriss ergab keinen Sinn. Die Wände passten nicht zum Grundriss des Hauses darüber. Irgendwo hier unten gab es mehr Platz. Rex war derjenige, der es fand. Er führte sie zu einer Ecke des Kellers, wo ein alter Warmwasserboiler kalt und unbenutzt stand. Der Boden dahinter war mit einer Schicht Sperrhölz bedeckt. Rex schnüffelte, kratzte einmal und setzte sich. Markus und Müller zogen den Warmwasserboiler zur Seite und enthüllten eine grobe Falltür, die in den Betonboden geschnitten war. Müller stieß einen leisen Pfiff aus. Das kann nicht wahr sein. Die Falltür hatte keinen Griff. Sie hebelten sie mit dem Brecheisen auf und ein Luftstoß, kalt, feucht, abgestanden, schlug ihnen ins Gesicht. Markus richtete seine Taschenlampe nach unten. Schmale Holztreppen stiegen in völlige Dunkelheit hinab. Die Stufen sahen abgenutzt aus, Kanten von Gebrauch abgerundet. Er schaute Müller an. »Bist du bewaffnet?« Müller klopfte auf ihre Dienstwaffe. »Immer.« Markus schaute Rex an. »Bleib dicht, Kumpel.« Und sie gingen hinunter. Die Treppen endeten in einem anderen Flur. Dieser war direkt in die gepresste Erde gegraben. Holzbalken stützten die Decke ab und schwacher Schimmel kroch entlang der Ränder. Markus' Taschenlampe fing Blicke von Schleifspuren am Boden auf. Schuhabdrücke, einige klein, einige größer. Der Flur endete vor einer anderen Tür. Diese war schwerer, wieder Stahl, aber neuer als der Rest. Ein dicker Riegel verriegelte sie von außen. Markus fuhr mit der Hand über den Riegel. Er war glitschig vor Kondensation. Rex' Ohren waren aufgestellt und nach vorne gerichtet. Seine Nase drückte sich an den Spalt unter der Tür. Er gab ein leises Winseln von sich. Markus' Instinkte schlugen an. Er war schon in Situationen wie dieser gewesen, Durchsuchungsbefehle vollstreckend, wo Dinge schnell schief gingen. Aber etwas daran war anders. Er konnte es in der kalten Luft spüren, in der absoluten Stille des Raumes. Müller schaute ihn an, Stimme leise. »Öffnen wir sie?« Markus nickte einmal. Er schob den Riegel frei, das Metall quietschte gegen den Riegel. Das Geräusch hallte den Flur hinunter wie eine Warnung. Als die Tür aufschwang, war die Dunkelheit dahinter absolut. Er trat hinein, Taschenlampenstrahl schnitt durch das Schwarz. Die Luft war hier schwerer, der Geruch stärker. Feuchtes Beton, abgestandener Schweiß und etwas schwach Metallisches. Der Strahl fing Formen in der Ecke ein, kleine Formen. Müller kam hinter ihm hinein, Licht fegte breiter. Die Formen lösten sich in Objekte auf, Bündel von Stoff, ein gesprungener Plastikstuhl, ein Stapel verbeulter Metalltabletts. Rex bewegte sich voraus, Schwanz tief, schnüffelnd in der Luft. Dann erstarrte er. Markus folgte seinem Blick zum anderen Ende des Raumes. Da war eine andere Tür dort, kleiner, fast im Schatten versteckt.
Anders als die anderen war diese nur aus einfachem Holz, kein sichtbares Schloss. Etwas daran ließ die Haare an Markus' Armen sich aufrichten. Müllers Stimme war kaum über einem Flüstern. »Das ist zu viel für nur uns zwei.« Markus antwortete nicht. Er lauschte. Irgendwo hinter dieser kleinen Tür, schwach, aber unverkennbar, kam ein Geräusch, das nicht in einen leeren Keller gehörte. Es war schnell, fast wie ein Atemzug oder ein gedämpftes Wimmern. Rex drehte sich um, Markus anzuschauen. Augen weit, Ohren gespitzt. Er gab ein kurzes, dringliches Winseln von sich. Markus' Stimme war ruhig, aber sein Puls hämmerte. »Okay, Kumpel, mal sehen, was auf der anderen Seite ist.« Er griff nach dem Griff und erstarrte, als das Geräusch wieder kam, diesmal klarer. Eine Stimme, klein, verängstigt. Markus' Finger schwebten über dem Griff der kleinen Holztür. Die Stimme oder was auch immer es war wieder still geworden, verschluckt von der dicken, feuchten Luft des unterirdischen Raumes. Müllers Taschenlampenstrahl zitterte leicht, als er die Kanten des Türrahmens nachzeichnete. »Du hast das auch gehört, oder?« flüsterte sie. Markus nickte. Ja, Rex stand erstarrt, sein Gewicht nach vorne, Ohren auf die Tür gerichtet. Seine Körpersprache war klar. Das ist wichtig. Markus' Bauch verknotete sich. Jahre im Dienst hatten ihn gelehrt, zwei Dingen zu vertrauen: seinen Instinkten und den Instinkten eines guten Hundes. Im Moment sagten ihm beide dasselbe. Er drehte den Griff langsam. Das Holz war von Gebrauch glatt poliert und der Riegel klickte leise unter seinem Griff. Die Tür drückte sich nach innen mit nur einem schwachen Knarren und enthüllte einen anderen Flur. Er war kleiner als die anderen, schmal genug, dass Markus' Schultern die Wände berührten, wenn er genau in der Mitte stand. Der Boden war Erde, uneben, mit verstreuten Fußabdrücken, die tief hineingedrückt waren. Einige waren klein, zu klein für einen Erwachsenen. Müller erblickte sie auch. »Kinder«, murmelte sie. Markus antwortete nicht. Der Gedanke loderte in seinem Kopf wie ein Splitter. Die Luft hier war kälter, schwerer. Markus' Taschenlampe fegte voraus und enthüllte eine Serie grober Holztrennwände auf beiden Seiten des Flurs. Sie waren keine festen Wände, eher wie grobe Ställe oder Kabinen. Von irgendwo weiter unten hallte ein schwaches metallisches Klirren wieder, gefolgt von Stille. Rex bewegte sich vorwärts, sein Atmen hörbar in der Stille. Alle paar Schritte hielt er an, um an der Basis einer Trennwand zu schnüffeln, bevor er weiterging. Sie passierten den ersten Stall, leer, nur ein Haufen alter Decken in der Ecke, verkülzt und staubig. Der zweite Stall hatte einen einzelnen Stuhl mit einem sauber abgebrochenen Bein. Der dritte, Markus' Licht erstarrte darauf. An der Wand, ins Holz gekratzt, waren Markierungen, Striche, vielleicht 20 oder 30 in ungleichmäßigen Linien gruppiert. Darunter waren schwache Buchstaben ins Holz geritzt, so rau, dass sie kaum lesbar waren. »Mama!« Müller stieß einen langsamen Atemzug aus. »Was zum Teufel ist hier unten passiert?« Markus schüttelte den Kopf. »Gehen wir einfach weiter.« Auf halbem Weg den Flur hinunter senkte sich der Boden leicht. Der Geruch änderte sich auch. Weniger Schimmel. Mehr von diesem metallischen Beigeschmack, der Markus' Hals verkrampfen ließ. Der Flur endete an einer anderen Tür. Diese war anders. Neueres Holz mit einem frischen Anstrich, der fast fehl am Platz in dem ansonsten verfallenen Keller aussah. Rex blieb davor stehen, setzte sich zurück, aber brach nie seinen Blick ab. Markus hockte sich neben ihn. »Du hast uns die ganze Zeit hierher geführt, nicht wahr?« Rex gab ein kleines, leises Winseln von sich, dann schaute er zum Griff hoch. Müller trat vor, ihre Stimme leise. »Wir haben noch keine Verstärkung vor Ort. Wenn wir das öffnen, sind wir verpflichtet.« Markus richtete sich auf. »Wir haben diese Linie bereits überschritten.« Er streckte die Hand aus, Hände ruhig, trotz des Adrenalins, das in seinen Adern summte, und drehte den Knauf. Die Tür öffnete sich in einen größeren Raum, schwach beleuchtet von einer einzelnen Glühbirne, die von der Decke hing. Die Birne flackerte schwach und warf den Raum in ein zitterndes gelbes Licht. Gegen die hintere Wand standen 3 schmale Betten, Metallrahmen mit dünnen, fleckigen Matratzen. Daneben hielt ein niedriger Tisch einen Metallkrug und ein paar rissige Tassen. Auf dem Boden lagen verstreute Spielzeuge verlassen. Ein kleiner Plastiklaster ohne Röhrer, ein verblasstes Stoffkaninchen, ein Puzzle mit Teilen, die von der Feuchtigkeit verzogen waren. Die Luft war hier wärmer,
Aber die Wärme tat nichts, um die Kälte zu lindern, die Markus' Wirbelsäule hinaufkroch. Dann kam das Geräusch wieder. Ein schnelles Einatmen, als hätte jemand es zu lange angehalten. Markus' Taschenlampe sprang zur Ecke des Raumes, wo ein Vorhang aus grobem Stoff von der Decke hing. Er bewegte sich langsam darauf zu, jeder Schritt bedacht. Rex patschte an seiner Seite, jetzt still. Markus streckte die Hand aus, griff den Rand des Stoffs und zog ihn zurück. Nichts. Nur ein weiterer leerer Stall. Eine dünne Decke, ordentlich in der Ecke gefaltet. Müller atmete erleichtert aus, aber nur für eine Sekunde. Denn von irgendwo hinter ihnen hallte ein schwaches Dröhnen wieder. Beide Männer wirbelten herum, Lichter schnitten durch den Raum. Rex bewegte sich bereits, Nase tief, verfolgte das Geräusch zu einem Wandabschnitt, der falsch aussah. Die Bretter hier waren neuer, nachlässig genagelt. Und ein schwacher Luftzug wärmerer Luft sickerte durch die Lücken. Markus fuhr mit der Hand entlang der Bretter und suchte nach Bewegung. Ein Brett gab unter dem Druck seiner Handfläche nach. »Hilf mir damit«, sagte er zu Müller. Sie hebelten die Bretter eins nach dem anderen los, bis eine Öffnung entstand, klein, aber groß genug für ein Kind, um hindurchzuschlüpfen. Markus leuchtete hinein. Der Strahl landete auf einem kleinen Raum, kaum größer als ein begehbarer Kleiderschrank. Und in diesem Raum starrten zwei große Augen zurück. Das Kind, vielleicht 8 Jahre alt, hockte tief, Arme um die Knie geschlungen. Ihr Haar war verfilzt, ihre Kleidung dünn abgetragen. Für einen Moment bewegten sie sich nicht. Dann wanderte ihr Blick zu Rex und etwas in ihrem Ausdruck veränderte sich. Rex trat vor und senkte sich so, dass sein Kopf auf derselben Höhe wie das Kind war. Er gab das sanfteste, vorsichtigste Winseln von sich, das Markus je gehört hatte. Das Kind blinzelte einmal, zweimal, dann streckte es eine zitternde Hand aus. Rex bewegte sich nicht, bis die Hand sein Fell berührte. Dann wedelte sein Schwanz nur einmal, langsam. Markus hockte sich tief hin und sprach sanft: »Hey, du bist jetzt sicher, wir sind die Polizei.« Die Lippen des Kindes öffneten sich, aber kein Laut kam heraus. Sie schauten von Markus zu Müller, dann zurück zu Rex. Schließlich, mit einer Stimme kaum über einem Flüstern, sagten sie: »Es gibt mehr.« Markus spürte, wie sich seine Brust verkrampfte. Mehr was? Das Kind schluckte schwer. Mehr Kinder? Müllers Augen trafen Markus über dem Kopf des Kindes. Sie mussten es nicht laut aussprechen. Sie wussten beide, dass dies gerade zu etwas viel Größerem geworden war, als sie sich vorgestellt hatten. Markus schaute zu dem dunklen Flur hinter ihnen. Der Rest des Raumes fühlte sich plötzlich lebendig mit Möglichkeiten. Türen, die sie nicht geöffnet hatten, Ecken, die sie nicht überprüft hatten. Er wandte sich wieder zum Kind zu. »Kannst du uns zeigen?« Das Kind zögerte, dann nickte einmal. Markus half ihnen durch die Öffnung heraus. Ihre Beine waren wackelig, also stützte er sie mit einer Hand. Rex blieb nah, seine Anwesenheit seltsam beruhigend. Das Kind führte sie zurück in den Flur zu einer anderen Tür, an der sie früher vorbeigegangen waren, ohne zweimal darüber nachzudenken. Sie war unauffällig, nur eine weitere Holzplatte. Farbe blätterte in langen Streifen ab. Aber als Markus sie aufdrückte, wusste er sofort, dass dies anders war. Der Geruch war hier stärker. Mehr Körper, mehr Wärme. Reihen grober Holzpritschen säumten die Wände. Jeder hatte eine dünne Decke, einige in besserem Zustand als andere. Im schwachen Licht konnte Markus kleine Gestalten sehen, die sich darunter bewegten. Augen öffneten sich, Dutzende von ihnen, einige ängstlich, einige neugierig, alle zu still für Kinder so jung. Markus' Herz hämmerte. Er zählte schnell. 7, 8, 9. Er hörte bei 11 auf. 11 Kinder allein in diesem Raum. Er zwang seine Stimme ruhig zu bleiben. »Es ist okay. Wir sind hier, um zu helfen.« Ein paar der Kinder schauten sich an, bewegten sich aber nicht. Das Kind, das sie hierher geführt hatte, trat vor und zeigte auf Rex. »Das ist er. Er hat uns gefunden.« Rex patschte in den Raum, schnüffelte an jedem Bett der Reihe nach, sein Schwanz wedelte schwach, als er jedes Kind überprüfte, seine Bewegungen langsam und bedacht. Markus beobachtete, ein Kloß bildete sich in seinem Hals. Das war nicht zufällig. Rex hatte nicht einfach auf etwas gestoßen, er hatte es gewusst. Müller trat näher zu ihm. »Wir müssen das jetzt melden.« Markus nickte, aber seine Augen blieben auf den Kindern. »Ja, und wir gehen nicht weg, bis jedes einzelne hier raus ist.« Von irgendwo tiefer im Keller hallte ein anderes Geräusch wieder. Eine Tür schloss sich, langsam und bedacht. Markus' Kopf schnappte zum Flur. Wer auch immer diese Kinder hier gehalten hatte, war noch in der Nähe. Er wandte sich zu Müller zu. »Bring sie jetzt nach oben.« Und zu Rex.
Mit mir. Die Ohren des Schäferhundes gingen hoch. Sein Körper wechselte von sanftem Trost zu scharfer Bereitschaft in einem Augenblick. Was auch immer als nächstes kam, Rex war bereit dafür. Das Geräusch der sich schließenden Tür hallte durch den Keller wie eine Warnglocke. Markus erstarrte, seine Hand instinktiv am Griff seiner Dienstwaffe ruhend. Müller fing seinen Blick auf. »Das kam von der anderen Seite«, flüsterte sie und trieb bereits die Kinder zum Flur. Markus nickte. »Bring sie raus, hör nicht auf, bis ihr oben seid.« Die Kinder zögerten zuerst, aber als Müller zu den schmalen Treppen zeigte, begannen sie sich in einer stillen Einzelreihe vorwärts zu bewegen. Die Älteren legten ihre Arme schützend um die Jüngeren. Der kleine Junge, der sie hierher geführt hatte, schaute über die Schulter zu Markus, seine Augen weit. Markus gab ein kleines Nicken. »Du bist jetzt sicher. Geh mit ihr.« Rex blieb an Markus' Seite, seine Haltung steif, Ohren nach vorne. Der Hund atmete langsam, aber kontrolliert. Eine Arbeitshaltung, die Markus von seinen Jahren mit anderen K9-Einheiten erkannte. Er hockte sich neben ihm und murmelte, »Na gut, Partner, wir sind noch nicht fertig.« Rex' bernsteinfarbene Augen verließen nie den schattigen Flur vor ihnen. Sie bewegten sich in Richtung des Geräuschursprungs. Markus führte mit seiner Taschenlampe. Rex spurte knapp voraus. Der Korridor fühlte sich jetzt noch enger an, die Luft dicker. Irgendwo oben markierten schwache Dröhner den Fortschritt der Kinder zur Oberfläche. Der Flur endete an einer anderen Stahltür, schwerer als die anderen, von außen verriegelt. Er streckte die Hand aus, Finger berührten den Riegel. Er war warm, kürzlich berührt. Er schob den Riegel langsam zurück und lauschte. Die Tür schwang auf und enthüllte eine große, schwach beleuchtete Kammer. Das Licht kam von einer einzelnen nackten Glühbirne, die schief von der Decke hing und leicht schwankte, als wäre sie vor Momenten gestört worden. Die Wände waren mit Regalen gesäumt, die Kisten, Dosen und was wie Plastikkanister aussah hielten. Rex schnüffelte scharf in die Luft, ein tiefes Knurren begann in seiner Brust. Markus schwebte mit dem Strahl seiner Taschenlampe durch den Raum und landete auf einem Schatten, der sich nahe der hinteren Wand bewegte. »Polizei, zeigen Sie mir Ihre Hände!« Die Gestalt erstarrte, dann rannte sie zu einem schmalen Durchgang auf der rechten Seite. Markus stürzte vorwärts, aber das labyrinthartige Layout des Raumes verlangsamte ihn. Rex jedoch war ein verschwommenes, seine Pfoten hämmerten den Beton, Krallen kratzten, als er in das Seitenviertel einbrog. Markus folgte, der Strahl seiner Taschenlampe ruckte mit jedem Schritt. Der Durchgang verdrehte sich scharf und öffnete sich in einen kleineren Raum, der mit Kisten überfüllt war. Die Gestalt war weg. Rex war am anderen Ende, Nase am Boden, Schwanz starr. Er hob den Kopf und schaute zurück zu Markus, dann zu einer anderen Öffnung, diese teilweise von einem Stapel Holzpaletten blockiert. Markus quetschte sich an den Paletten vorbei und trat in einen Raum, der mehr wie ein grober Tunnel als ein Zimmer aussah. Die Decke war hier niedriger, der Boden uneben, frische Fußabdrücke verunstalteten den Schmutz, große Stiefelgröße, die tiefer in die Dunkelheit führte. Rex gab ein scharfes Bellen von sich, das Geräusch prallte von den Wänden ab. Markus klickte sein Funkgerät. »Müller, Verdächtiger bewegt sich unterirdisch, möglicherweise zu einem anderen Ausgang. Sichere die Kinder und komm sofort zurück hierher.« Statisches Knistern, gefolgt von Müllers angespannter Stimme. »Verstanden, bin dabei.« Sie drängten weiter, folgten der Kurve des Tunnels. Markus' Licht fing feuchte Stellen entlang der Wänden auf und einen schwachen Schimmer voraus, die Reflexion von Wasser. Der Tunnel öffnete sich in einen höhlenartigen Raum unter dem Fundament. Wasser sammelte sich in der Mitte, gespeist von einem dünnen Rinnsal aus einem Riss in der Wand. Die Luft war hier kälter und jedes Geräusch schien verstärkt. Auf der anderen Seite führte eine andere Öffnung nach oben, wahrscheinlich zu einem Ausgang auf Bodenhöhe. Rex stürmte darauf zu, aber Markus fing die schwächste Bewegung in seinem peripheren Sehen auf, ein Schatten, der sich von der Wand löste. »Bleiben Sie stehen«, bellte Markus. Die Gestalt erstarrte für eine halbe Sekunde, dann drehte sie sich langsam um. Ein Mann, Mitte 40, drahtige Statur, Kleidung mit Schmutz verschmiert. Seine Augen sprangen zwischen Markus und Rex hin und her, kalkulierend. »Hände, wo ich sie sehen kann«, befahl Markus. Stattdessen rannte der Mann zum Ausgang. Rex explodierte in Bewegung, sein Bellen hallte wie Donner. In 3 Schritten sprang er und traf den Mann direkt in die Seite, trieb ihn in den Schmutz. Der Aufprall kloppte die Lunge aus dem Mannes Lungen und Rex klemmte seinen Unterarm fest, hielt aber nicht Mauerte. Lehrbuchfestnahme. Markus war in Sekunden bei ihnen, legte dem Mann die freie Hand in Handschellen, bevor er die andere sicherte.
Das Gesicht des Verdächtigen verzog sich vor Wut. »Du hast keine Ahnung, was du tust«, spuckte er. Markus lehnte sich nah genug hin, dass seine Stimme durch die Wut des Mannes schnitt. »Ich weiß genug, um diese Kinder hier rauszuholen. Und ich weiß, dass du fertig bist.« Rex löste sich auf Kommando, blieb aber über dem Mann gespannt, Zähne in stummer Warnung gebleckt. Markus klickte sein Funkgerät. »Verdächtiger in Gewahrsam. Wir brauchen jemanden, der ihn nach oben bringt.« 2 Beamte trafen ihn auf halbem Weg durch den Tunnel und übernahmen den Mann in ihr Gewahrsam. Markus wandte sich Rex zu und kratzte kurz den Kopf des Hundes. »Gute Arbeit, Partner. Wirklich gute Arbeit.« Aber der Job war noch nicht beendet. Sie verfolgten ihre Schritte zurück zur Hauptkellerkammer und überprüften jede verschlossene Tür, jeden Schatten. In einem Raum fanden sie Regale mit Konserven und Wasserflaschen, genug Vorräte für wochenlange Versorgung. In einem anderen stand ein kleiner Generator still, Kraftstoffkanister waren ordentlich daneben gestapelt. Es wurde klar, wer auch immer diese Operation leitete, hatte für die lange Strecke geplant. Markus' Funkgerät knisterte wieder. »Müller, wir haben die Kinder draußen. Notarzt überprüft sie. Einige sind dehydriert, aber sie sind alle am Leben.« Erleichterung durchströmte ihn, aber sie war gemildert durch das Wissen, dass sie nur einige der Stimmen gefunden hatten, auf die das Kind früher hingedeutet hatte. Er suchte die entfernte Ecke des Kellers ab. Dort, teilweise verdeckt von einem gefallenen Regal, war eine andere Türöffnung. Rex ging bereits darauf zu. Die Tür war nicht verschlossen, aber sie war durch Trümmer blockiert. Markus schob das Regal zur Seite, sein Inhalt verschüttete sich mit einem Krach. Drinnen war eine schmale Treppe, steiler als die anderen, die weiter nach unten führte. Die Luft, die nach oben driftete, war wärmer, fast feucht. Rex stieg zuerst hinab, sein Körper tief und vorsichtig. Markus folgte, Taschenlampe ruhig. Die Treppen endeten in einem langen, rechteckigen Raum. Die Wände waren aus Stein, die Decke niedrig genug, um Markus zu zwingen, sich leicht zu bücken, und entlang der Rückwand mehr Betten. 7 diesmal, 4 besetzt. Die Kinder hier waren jünger, Kleinkinder, vielleicht 5 Jahre alt höchstens. Ihre Augen blinzelten langsam im Licht und passten sich an. Markus hockte sich hin und hielt seine Stimme sanft. »Es ist okay, ihr seid jetzt sicher.« Ein kleines Mädchen umklammerte einen Teddybären so fest, dass ihre Knöchel weiß waren. Ein anderes streckte sich zu Rex aus, ihr Ausdruck irgendwo zwischen Furcht und Staunen. Rex bewegte sich langsam zu ihrer Seite und ließ sich zu Boden sinken, so dass sie sein Fell berühren konnte. Markus funkte nach einer anderen Einheit, um die Kinder zu eskortieren. Er blieb, bis er jedes einzelne in den Armen eines Beamten sah, der nach oben ging. Als das letzte Kind weg war, fühlte sich der Keller anders an. Leerer, aber immer noch schwer, mit den Echos dessen, was hier passiert war. Er schaute Rex an. »Wir gehen nicht weg, bis wir jeden Zentimeter abgesucht haben.« Sie verbrachten eine weitere Stunde damit, das Labyrinth zu durchkämmen. Hinter einer Platte von verrottendem Sperrholz fanden sie einen Vorrat persönlicher Gegenstände. Kleine Schuhe, abgetragene Jacken, Schulrucksäcke mit verblassten Cartoon-Charakteren. Jeder Gegenstand erzählte seine eigene Geschichte und keine von ihnen endete dort, wo sie sollte. Er verpackte sie sorgfältig. Beweis, Beweis. Als sie endlich in die kalte Nachtluft aufstiegen, war die Straße von Streifenwagen, Krankenwagen und neugierigen Nachbarn gesäumt, die von gelbem Absperrband zurückgehalten wurden. Müller näherte sich, ihre Hände tief in die Jackentaschen gesteckt. »Wir haben sie alle. 23. Nicht ein einziger unberücksichtigt.« Markus nickte. »Das ist die Zahl, die ich hören wollte.« Als sie zu dem Streifenwagen gingen, trottete Rex ein paar Schritte voraus. Seine Ohren entspannt jetzt, sein Schwanz schwang in einem müden Rhythmus. Markus wusste, er würde sich an diese Nacht für den Rest seiner Laufbahn erinnern. Nicht wegen der Festnahme, nicht wegen dem Papierkram, der sie am Morgen ertränken würde, sondern wegen dem Anblick von Rex, der sie Schritt für Schritt zu jeder verschlossenen Tür, jedem versteckten Durchgang führte, bis nicht ein einziges Kind in der Dunkelheit gelassen wurde. 3 Tage nach der Rettung summte Eichenhausen noch immer.
Man konnte nicht in das Gasthaus gehen, ohne Gesprächsfetzen der Geschichte zu überhören, wie die Polizei sie fand, wie viele Kinder es waren, der Fremde, der sie direkt vor aller Augen versteckt gehalten hatte. Aber für Marcus Harris war es nicht der Lärm, der bei ihm blieb. Es war die Stille. Diese Momente im Keller, wo die Luft dick und still war. Wo die weiten Augen der Kinder alles sagten, was ihre Stimmen nicht konnten. Er saß jetzt an seinem Küchentisch. Kaffee kühlte vor ihm ab, das frühe Morgenlicht fiel schräg über den Boden. Rex lag ausgestreckt zu seinen Füßen, Brust hob und senkte sich in einem gleichmäßigen Rhythmus. Der Schäferhund hatte seine Seite seit jener Nacht nicht verlassen. Die Haustür ratterte mit einem Klopfen. Marcus schob seinen Stuhl zurück und öffnete sie, um Müller zu finden, Hände voll, 2 Pappbecher Kaffee in einer Hand, eine gefaltete Zeitung unter dem Arm. »Dachte, du könntest das Koffein gebrauchen«, sagte Müller und trat herein, ohne auf eine Einladung zu warten. Marcus grinste. »Du liegst nicht falsch.« Müller ließ die Zeitung auf den Tisch fallen. Die Vorderseite war ein Farbfoto von Rex, der in jener Nacht auf dem Bürgersteig saß, eine Decke um seine Schultern drapiert. 2 Kinder lehnten sich an ihn hin. Die Schlagzeile lautete: Helden K9 half dabei, 23 zu retten. Marcus starrte es für einen langen Moment an. Das ist das Bild, an das sich die Leute erinnern werden. Das sollten sie auch, sagte Müller und ließ sich in einen Stuhl nieder. Er hat es verdient. Rex hob bei seinem Namen den Kopf. Dann ging er wieder zur Ruhe über. Der Tag entfaltete sich langsam. Reporter riefen an. Ein Fernsehteam wollte ein Interview. Marcus lehnte die meisten ab. Er war nicht daran interessiert, den Fall in einen Medienzirkus zu verwandeln. Die Kinder brauchten Privatsphäre, nicht Blitzlichter. Dennoch gab es Treffen. Der Bürgermeister wollte Auszeichnungen überreichen. Der Schulausschuss schickte einen Dankesbrief. Eine Kirchengruppe organisierte eine Kleidersammlung. Überall, wo er hinging, hielten ihn die Leute an, um nach Rex zu fragen. Bis zum späten Nachmittag hatte er es endlich zur Wache geschafft. Die Lobby war geschäftiger als gewöhnlich. Spender warfen Spielzeug, Decken, Geschenkkarten ab. Marcus sah den Beamten am Empfang Kartons in ordentliche Stapel sortieren. In der Ecke saß eines der geretteten Kinder mit einer Sozialarbeiterin und malte still. Der kleine Junge, der Marcus zuerst gesagt hatte, es gebe mehr Kinder, schaute auf, entdeckte Rex und brach in ein Grinsen aus. »Rex«, rief er. Der Hund trottete hinüber, Schwanz wedelnd, und setzte sich vor den Jungen. Das Kind schlang beide Arme um seinen Hals und hielt ein paar Sekunden fest, bevor es sich zurückzog. »Geht es dir okay?« fragte Marcus. Der Junge nickte. »Sie haben mir neue Schuhe gegeben.« Er streckte einen turnschuhbekleideten Fuß aus wie einen Beweis. »Das ist gut«, sagte Marcus. »Du verdienst sie.« Der Junge lehnte sich nah heran, seine Stimme sank. »Ich hatte keine Angst, als du gekommen bist, weil Rex da war.« Marcus spürte, wie sich sein Hals verkrampfte. »Ja«, sagte er leise, »ich auch, Kleiner.« Später an jenem Abend fuhr Marcus nach Hause entlang der gewundenen Landstraße, die durch den Rand der Stadt schnitt. Die Luft roch nach Holzfauch und dem schwachen Süßen gefallener Blätter. Rex saß auf dem Beifahrersitz, Kopf aus dem Fenster, Ohren flatterten im Wind. Der Schäferhund schien jetzt leichter, die Anspannung war aus seiner Haltung gewichen. Marcus dachte an den Moment, als er ihn zum ersten Mal im Regen vor dem alten Haus sitzen sah. Wie leicht es hätte übersehen werden können. Als sie in die Einfahrt fuhren, war der Himmel tiefblau, die ersten Sterne erschienen gerade. Marcus ließ Rex raus und beobachtete ihn zur Veranda trotten, hielt an, um die Luft zu schnüffeln, als würde er die ganze Nachbarschaft katalogisieren. Drinnen füllte Marcus Rex' Napf, dann goss er sich weitere Tassen Kaffee ein. Er stand am Küchenfenster und schaute zu der dunklen Baumlinie hinaus. Zum ersten Mal seit langem fühlte sich die Ruhe nicht schwer an, sie fühlte sich verdient an. Am folgenden Samstag hielt die Stadt eine kleine Versammlung im Gemeindezentrum ab. Es war nicht schick, keine Reporter, keine Reden länger als ein paar Minuten, nur Nachbarn, die geretteten Kinder mit ihren vorläufigen Vormündern und die Beamten, die in jener Nacht dagewesen waren. Marcus hielt sich im Hintergrund, einen Pappteller Barbecue in einer Hand, einen Becher Limonade in der anderen. Rex blieb nah, akzeptierte gelegentliches Kratzen hinter den Ohren von vorbeigehenden Kindern. Als die Bürgermeisterin das Mikrofon nahm, sprach sie nicht über die Festnahme oder die Untersuchung. Sie sprach über Wachsamkeit, über Nachbarn, die aufeinander aufpassen, über die seltsame Art, wie die Beharrlichkeit eines Hundes etwas aufgebrochen hatte, das für immer versteckt geblieben sein könnte.
Und sie endete damit, wie manchmal Helden auf 4 Beinen kommen. Der Applaus war warm, echt. Rex horchte bei dem Geräusch auf und schaute zu Markus, als würde er überprüfen, ob er etwas Neues getan hatte, um ihn zu verdienen. Markus hockte sich neben ihn. »Ja, Kumpel«, murmelte er, »sie klatschen für dich.« Danach, als die Leute hinausdrifteten, näherte sich eines der älteren Mädchen, die gerettet worden waren, Markus. Sie hielt ein gefaltetes Stück Papier. »Es ist für Rex«, sagte sie. Markus faltete es auf. Drinnen war eine Buntstiftzeichnung von Rex in der Mitte, umgeben von Strichmännchenkindern, die sich an den Händen hielten. Darüber in wackeligen Buchstaben standen die Worte: »Danke, dass du uns gefunden hast.« Markus schluckte schwer. »Er wird das für immer behalten«, sagte er. Das Mädchen lächelte schüchtern, dann umarmte Rex, bevor sie wegging. An jenem Abend zurück zu Hause heftete Markus die Zeichnung an die Wand über seinem Schreibtisch. Daneben klebte er das Zeitungsfoto von Müller. 2 Erinnerungen, eine für die öffentliche Geschichte, eine für die persönliche. Er setzte sich hin. Rex rollte sich zu seinen Füßen zusammen. Das Haus war wieder ruhig, aber es fühlte sich nicht leer an. Markus wusste, es würden Berichte zu beenden sein, Anhörungen zu besuchen, vielleicht sogar ein Prozess, bei dem er aussagen müsste. Aber das waren nur die Nachbeben. Die echte Arbeit war in der Dunkelheit getan worden, mit einer Taschenlampe in der einen Hand und einem Hund, der den Weg wies. Vor dem Schlafengehen trat er auf die Veranda hinaus. Die Nachtluft war scharf, der Himmel weit und voller Sterne. Irgendwo die Straße hinunter flackerte das Verandalicht eines Nachbarn an. Rex kam zu seiner Seite und lehnte sich gegen sein Bein. »Weißt du, Kumpel, nicht jeder Fall endet so«, sagte Markus leise, »aber ich bin froh, dass dieser es getan hat.« Rex neigte den Kopf, als würde er jedes Wort verstehen. Markus lächelte. »Komm schon, gehen wir rein. Wir haben eine ruhige Nacht vor uns.« Das Verandalicht klickte aus, als sie nach drinnen traten, die Tür schloss sich leise hinter ihnen. Das alte Haus am Rand der Stadt war jetzt mit Brettern vernagelt, ein Tatort, bis die Anwälte und Gerichte fertig waren. Aber in der kleinen, warmen Küche von Markus zu Hause, mit Rex ausgestreckt auf dem Teppich, war das Einzige, das zählte, dass die Dunkelheit ein für alle Mal durchbrochen worden war. Der Winter in Eichenhausen hatte eine Art alles Verlangsamen. Schnee milderte die Straßen, das Gasthaus hielt den Kaffee heiß und die Stadt schien etwas leichter zu atmen, jetzt da der Albtraum vorbei war. Für Marcus Harris waren die Tage seit der Rettung eine Mischung aus Papierkram, Gerichtsvorbereitung und stillen Momenten, die ihn unvorbereitet trafen. Eine Kinderzeichnung in seinen Briefkasten gelassen, ein Dankesbrief von einer Familie, die er nie getroffen hatte, ein Fremder, der seine Kaffeerechnung bezahlte, mit nichts weiter als einem Nicken. Und immer da war Rex. Der Schäferhund war eine lokale Berühmtheit geworden, obwohl er es nicht zu bemerken schien. Wenn sie durch die Stadt gingen, hielten Leute an, um ihn zu begrüßen. Kinder rannten zu ihm, um ihn zu umarmen, und Ladenbesitzer schmuggelten ihm Leckerlis unter dem Ladentisch zu. Markus bemerkte auch etwas anderes. Rex hatte aufgehört, die Schatten zu scannen. Keine angespannte Haltung mehr, keine fixierten Blicke an den Rändern des Hofes. Er schien leichter, seine Arbeit getan. Aber hin und wieder, wenn sie am alten Millerhaus vorbeigingen, jetzt mit Brettern vernagelt und auf Abriss wartend, gingen Rex' Ohren hoch und er schaute es für nur eine Sekunde an, bevor er weiterging. Eines Nachmittags, etwa einen Monat nach der Rettung, bekam Markus einen Anruf von der Sozialarbeiterin, die die Fälle der Kinder bearbeitete. »Sie sind alle untergebracht jetzt«, sagte sie. »Einige bei Verwandten, einige bei Pflegefamilien. Jedes einzelne ist in einem sicheren Zuhause.« Markus schloss für einen Moment die Augen. Das ist gut zu hören. »Sie reden immer noch über ihn, weißt du?«, fügte sie hinzu. »Den Hund. Sie fragen die ganze Zeit nach ihm.« Markus lächelte. »Sag ihnen, es geht ihm gut.« Am nächsten Samstag fuhren er und Rex zum Gemeindezentrum. Ein paar der Kinder waren dort für eine Kunstaktivität und als sie Rex sahen, erhellte sich der Raum. Eins nach dem anderen kamen sie herüber, einige schüchtern, einige mutig, um ihn zu streicheln, ihre Gesichter in sein Fell zu vergraben. Rex handhabte alles mit ruhiger Geduld, schwanzwiedelnd in einem langsamen, gleichmäßigen Rhythmus. Der kleine Junge, der zuerst geflüstert hat, »Es gibt mehr«, kletterte auf Markus' Schoß und blieb dort, bis seine Pflegemutter kam, um ihn abzuholen. An jenem Abend saß Markus an seinem Schreibtisch und schaute auf das Zeitungsfoto und die Buntstiftzeichnung, die nebeneinander an der Wand hingen. Er dachte daran, wie nah es daran gewesen war, nur ein weiteres ungelöstes Rätsel zu sein. Eine weitere dunkle Geschichte, die es nie ins Licht geschafft hatte. Und er dachte daran, wie es angefangen hatte. Mit einem Knopf, der im Regen saß und sich weigerte wegzuschauen. Als der Winter sich dem Frühling zuneigte, begann der Prozess. Der Mann, der in jener Nacht festgenommen worden war, wurde wegen mehrfachen Fälle von Entführung, rechtswidriger Freiheitsberaubung und Missbrauch angeklagt.
Der Gerichtssaal war angespannt, aber die Beweise waren überwältigend. Markus sagte aus. So tat Müller. So taten mehrere der älteren Kinder, ihre Stimmen ruhig, als sie der Jury von den verschlossenen Räumen, den versteckten Durchgängen, den langen Tagen ohne Sonnenlicht erzählten. Rex sagte natürlich nicht aus, aber seine Rolle war in jedem Bericht klar. Als das Schuldspruch kam, war es wie ein Gewicht, das von der ganzen Stadt gehoben wurde. An jenem Abend fuhr Markus zu einem ruhigen Aussichtspunkt über Eichenhausen. Das Tal breitete sich unten aus, die Lichter der Stadt glühten warm in der Dämmerung. Rex saß neben ihm, ihr Atem vermischte sich in der kühlen Luft. »Du hast es geschafft, Kumpel. Wir beide haben es geschafft.« Rex drehte seinen Kopf. Bernsteinfarbene Augen trafen seine für einen Moment, bevor er zur Aussicht zurückkehrte. Bis zum Sommer war das alte Miller-Haus weg, abgerissen und zu nackter Erde geräumt. Die Stadt stimmte dafür, das Grundstück in einen kleinen Park zu verwandeln, mit einer Plakette, die den Mut der hier geretteten Kinder und dem Hund ehrt, dessen Loyalität nicht zuließ, dass sie vergessen wurden. An dem Tag, als sie enthüllten, standen die Kinder, die kommen konnten, zusammen im Sonnenschein. Einige hielten sich an den Händen, einige hielten sich an Rex fest. Markus hielt sich am Rand der Menge, aber als die Bürgermeisterin ihre Rede beendete, winkte sie ihn nach vorne. »Diese Stadt schuldet eine Schuld«, sagte sie zu Kommissar Markus Hartmann und zu Rex. Der Applaus war warm, aber Markus' Augen waren auf den Kindern und auf Rex, der ruhig im Gras saß, Schwanz klopfte gegen den Boden. Das Leben beruhigte sich danach. Markus ging zurück zu seinen regulären Fällen, Verkehrskontrollen, Nachbarschaftsstreitigkeiten, den üblichen Rhythmen einer Kleinstadt. Aber nichts fühlte sich ganz gleich an. Manche Abende, auf der Veranda sitzend, mit Rex zu seinen Füßen, dachte er an das Echo jener Kellerflure, den stillen Mut der Kinder, die Art, wie Rex sich ohne Zögern zu jeder verschlossenen Tür bewegt hatte. Und er dachte daran, wie es am Ende nicht irgendein großer auffälliger Hinweis oder ein glücklicher Durchbruch gewesen war. Es war Beharrlichkeit gewesen, ein Hund, der nicht aufgab. Eines Abends, Ende August, nahm Rex für einen Spaziergang durch den neuen Park mit. Das Gras wuchs noch ein und die Plakette stand unter einem jungen Ahornbaum. Markus blieb stehen, um sie wiederzulesen, die Worte in Bronze geätzt. Er schaute zu Rex hinunter. »Nicht schlecht für einen Kerl, der für Futter arbeitet«, sagte er mit einem Lächeln. Rex neigte den Kopf, dann gab er ein ruhiges Schnauben von sich, als würde er sagen, er habe keine Ahnung, worum die ganze Aufregung ging. Als die Sonne hinter den Hügeln versank, wusste Markus, dass die Geschichte weiterleben würde. Nicht nur in der Plakette, nicht nur in den Zeitungsarchiven, sondern in der Art, wie die Stadt sich jetzt trug, wachsamer, bereitwilliger einzugreifen. Und vielleicht war das der wahre Sieg. Von jenem ersten regnerischen Nachmittag bis zur endgültigen Rettung war der Faden einfach gewesen. Ein Mann und ein Hund, die einem Instinkt folgten, bis er sie irgendwo hinführte, wo niemand sonst gedacht hat zu schauen. Und dadurch bekamen 23 Kinder wieder den Himmel zu sehen. Von jenem ersten regnerischen Nachmittag, als Markus Rex vor dem verfallenen Haus sitzen sah, bis zu dem Moment, als das letzte Kind sicher in die Arme der Rettungskräfte gelegt wurde, war eines klar geworden: Manchmal sind die wichtigsten Entdeckungen diejenigen, die wir fast übersehen. Die Geschichte von Rex und den 23 Kindern wurde zu mehr als nur einem Polizeibericht. Sie wurde zu einer Erinnerung daran, dass Wachsamkeit und Beharrlichkeit, gepaart mit einem offenen Herzen für das Unerwartete, Wunder bewirken können. Heute, wenn Besucher durch Eichenhausen gehen und den kleinen Park mit seiner Bronzeplakette sehen, erinnern sie sich daran, dass Helden in allen Formen kommen, manchmal sogar auf 4 Pfoten. Danke, dass ihr bei mir durch diese Reise geblieben seid. Jetzt möchte ich von euch hören. Wenn ihr diejenigen gewesen wärt, die Rex vor jenem Haus sitzen sahen und auf die Tür starrten, hättet ihr angehalten oder wärt ihr weitergefahren? Diese Geschichte erinnert uns daran, dass die größten Rettungen oft mit den kleinsten Beobachtungen beginnen. Ein Hund, der sich weigert, wegzugehen. Ein Polizist, der seinem Bauchgefühl vertraut. Eine Gemeinschaft, die zusammenkommt, wenn es darauf ankommt. Rex' Geschichte ist zu einem Symbol für etwas Größeres geworden: die Macht der Beharrlichkeit, die Wichtigkeit, auf unser Umfeld zu achten und die Art, wie manchmal die unwahrscheinlichsten Helden die wichtigsten Unterschiede machen. Heute lebt Rex ein ruhiges Leben mit Markus, weit entfernt vom Rampenlicht, aber nie vergessen von denen, deren Leben er berührt hat.
Die 23 Kinder sind alle sicher untergebracht, jedes einzelne auf seinem eigenen Weg der Heilung und des Wachstums. Das alte Miller-Grundstück, einst ein Ort der Dunkelheit, ist jetzt ein Ort des Gedenkens und Hoffnung. Familien kommen vorbei, um zu picknicken, Kinder spielen unter dem Ahambaum und die Bronzeplakette erinnert alle Besucher daran, dass Mut in vielen Formen kommt. Für Markus Hartmann war es nie nur ein Fall. Es war eine Erinnerung daran, warum er Polizist geworden war, um diejenigen zu beschützen, die sich nicht selbst schützen können. Und für Rex war es einfach das, was richtig war zu tun. Manchmal sind die größten Geschichten die stillsten. Sie ereignen sich nicht mit großen Tamtam oder dramatischen Enthüllungen, sondern mit der stetigen, unerschütterlichen Entschlossenheit, das Richtige zu tun, egal wie lange es dauert. Rex' Loyalität rettete nicht nur 23 Leben, sie erinnerte eine ganze Gemeinschaft daran, was es bedeutet, wirklich füreinander da zu sein. In einer Welt, die oft chaotisch und unvorhersagbar erscheint, gibt uns seine Geschichte etwas, woran wir uns festhalten können. Die Gewissheit, dass es immer noch Helden unter uns gibt, auch wenn sie auf 4 Pfoten gehen. Das nächste Mal, wenn ihr etwas seht, das nicht ganz richtig erscheint oder einen Instinkt habt, der euch sagt, genauer hinzuschauen, denkt an Rex. Denkt daran, wie seine einfache Verweigerung aufzugeben 23 Kindern das Licht zurückgegeben hat. Manchmal ist alles, was wir brauchen, jemand, oder in diesem Fall ein Hund, der sich weigert wegzuschauen. Denn in der Dunkelheit zu sitzen und zu warten, bis jemand bemerkt, dass etwas nicht stimmt, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Verlorensein und Gefundenwerden bedeuten. Rex fand sie alle. Und vielleicht, nur vielleicht können wir alle ein bisschen mehr wie Rex sein. Wachsam, loyal und niemals bereit aufzugeben, wenn es darauf ankommt. Das ist das wahre Vermächtnis dieser Geschichte. Nicht die Schlagzeilen oder die Auszeichnungen, sondern die stille Erinnerung daran, dass jeder von uns die Macht hat, ein Held zu sein, wenn wir nur bereit sind, zu schauen, zu hören und zu handeln, wenn es darauf ankommt.